willkommen zu Folge 24. Wir werden uns heute sehr viel mit Schweißen beschäftigen und zum Schweißen gehört natürlich auch immer das Lasern und dementsprechend werden wir heute fast alle Ecken und Kanten des Bootes uns hier einmal anschauen und überall Stellen finden, an denen wir schweißen können und müssen. Und so fangen wir hier an einer Senkrechten an, wo eben die Bleche miteinander verbunden werden müssen. Das lasern wir hier einmal von innen und von außen und ihr seht, dass im Hintergrund schon unsere Plane wieder lustig rumfliegt. Ja, an dem Tag war es wieder sehr windig und wir mussten entsprechend hier ein bisschen wieder Windschutz machen, um vernünftig schweißen zu können. Unabhängig davon haben wir aber auch den Schweißdraht gewechselt. Wir setzen jetzt hier einen Fülldraht ein. Wir hatten erst nur welche gefunden, die recht dick waren und wir damit auch das gesamte Rollenpaket in Snake und Schweißgerät hätten austauschen müssen. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir uns da ja ein bisschen länger gegen gewehrt, hatten jetzt aber einen Bestand an Fülldraht gefunden, den wir kaufen konnten von der Werft, der ja aus einem abgeschlossenen Projekt dort bestand und dort Überschussware war, sodass wir das hier auch zu einem echt guten Preis einkaufen konnten. Und dementsprechend setzen wir jetzt eben hier einen Fülldraht ein, der eben entsprechend auch besser für diese Windsituation geeignet ist. Das hat natürlich aber trotzdem auch Nachteile. Ihr seht das jetzt hier schon, das spritzt deutlich mehr als eben unser anderer Schweißdraht, den wir bisher eingesetzt haben. Und es gibt zusätzlich eine entsprechend erhöhte Rauchentwicklung. Das gehört halt dazu, das ist klar, das ist bei dem Draht einfach so. Aber dementsprechend können wir jetzt eben hier auch ja, doch nochmal schöner die Nähte ziehen mit diesem geänderten Schweißdraht. Und so ist dann eben auch diese Naht hier relativ zügig gezogen. Und wir können in den nächsten Bereich wechseln, heißt für mich entsprechend erstmal wieder vorbereiten. Wir haben ja hier die waagerechten Bleche, wo das Boot entsprechend breiter wird zu sitzen. Die müssen natürlich auch noch alle verbunden werden. Die haben wir im Vorfeld aber auch schon noch mal ein bisschen gelöst gehabt. Der eine oder andere hat vielleicht im Hinterkopf, dass die so ein Teil etwas große Lücken hatten hier. Das haben wir dort, wo es möglich war, noch mal entsprechend korrigiert, sodass wir jetzt hier ja, sauberere Linien haben, da wo es schon gemacht ist. Ihr seht ganz rechts im Bildschirm gerade, da ist es ganz hinten noch nicht gemacht. Aber hier vorne kann man jetzt schon anfangen, eben auch da die Unterwasserlinie zu schließen. Und da werden wir jetzt eben auch Stück für Stück dran gehen. Aber dementsprechend heißt es eben hier auch erstmal wieder lasern, die Kanten sauber machen, reinmachen, damit wir da die Schweißnaht sauber reinlegen können und eben keine Verunreinigungen und kein Rost unter der Schweißnaht haben. Was beim Lasern eben immer essentiell ist, ist genau dort, wo man lasern möchte, richtig gut Licht. Ihr seht das hier wieder mit der Stirnlampe, mache ich mir da genau an dem Punkt das Licht, wo ich eben hinschaue, weil sonst sieht man wirklich nicht genau, ob eben alles entfernt ist. Dafür braucht es das Licht da genau auf dem Punkt. Und damit kommen wir dann zum Schweißen genau dieses Bereiches. Der Basti wird sich jetzt hier Stück für Stück durchrobben. Und da das eben halt auch durchaus eine langwierige Angelegenheit ist und eine gewisse Zeit braucht für die Linie, die er jetzt hier gleich macht, war das so ungefähr 35, 40 Minuten Arbeit. Lasse ich euch damit jetzt mal so ein bisschen im Zeitraffer alleine. Viel Spaß damit!
Ja, ihr seht, was da nur an dieser einen Linie an Zeit drin steckt. Da ist die zweite jetzt noch gar nicht angefangen. Das kommt dann in einem späteren Schritt. Wir müssen ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu lange an einer Stelle Hitzeinwirkung haben. Unterdessen kann man hier auch am Dach schon mal noch wieder weitermachen, beziehungsweise zu einem anderen Zeitpunkt ging es darum, dass wir hier noch die ganzen Aussteifungen an das montierte Blech einsetzen müssen. Das hatten wir ja alles geändert und eben dementsprechend auch die Halter geändert und die müssen eben jetzt hier noch eingebaut werden. Hierfür muss natürlich auch dort wieder alles gelasert und in dem Fall dann auch noch getrocknet werden. Das geht auch mit dem Laser, der kann das natürlich auch prima das Wasser entfernen und trocknen, das haut schon hin. Aber das zeigt auch so ein bisschen ein Problem, was wir eben dann auch mit und mit die letzten Wochen bekommen haben. Sprich, die Temperaturen gingen auch so langsam in den Nächten in den Keller, sodass wir so immer mehr auch an den Taupunkt rankamen. Hier in dem Fall hat es zusätzlich auch noch geregnet. Aber ja, dementsprechend ist das Boot natürlich jetzt morgens durchaus regelmäßig dann auch nass gewesen, was natürlich das Arbeiten auch erstmal einschränkt und aufhält. Unterdessen gibt es natürlich auch im Innenbereich noch wieder Dinge zu tun. Wir hatten bisher hier an der Salonrückwand nur senkrechte Aussteifung eingesetzt. Jetzt musste hier natürlich aber auch noch eine waagerechte rein, da die Rückwand schon bisher noch einen kleinen Bogen geworfen hat, zumindest hier in der Mitte. Oben und unten ist sie ja fest. Aber hier konnte sie sich in Höhe der Fensterleibung da noch bewegen. Dementsprechend jetzt hier auch mal die Aussteifung reinsetzen, damit auch das erledigt ist. Zusätzlich war natürlich hier auch noch die horizontale entsprechend zu verschweißen. Auch die war ja bisher nur gepunktet nach dem Einbau. Auch das konnte jetzt dann hier mal erfolgen. Wir sind ja hier entsprechend in der Höhe tätig und es gibt keinen Grund, das noch länger offen zu lassen, nur gepunktet zu lassen. Insofern kann das jetzt hier verschlossen werden. Und so kommt hier natürlich Meter um Meter Schweißnaht zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt gerade fertig haben und wie viel noch fehlen. Aber ja, wir reden hier tatsächlich von Kilometer, die eben gemacht werden müssen. Man vertut sich da schnell, aber ja, jede Aussteifung hier, auch wenn die nicht voll durchgeschweißt werden, sondern auch immer nur stückchenweise. Aber klar, alle Verbindungsstellen von den Blechen müssen natürlich vollständig durchgeschweißt werden, zum Teil innen und außen. Hier an der Stelle wäre es zwar rein von der Stabilität nicht zwingend erforderlich gewesen, von außen nochmal gegenzuschweißen, aber dadurch, dass die angefasste Kante innen ist, wo wir eben entsprechend den Draht reinlegen und wir außen die Sichtkante haben, haben wir hier eben auch außen nochmal eine Schweißnaht drüber gelegt. Die wird natürlich dann im Nachgang entsprechend noch verschliffen, damit wir hier eben auch ein schönes, glattes Wandbild haben, auch wenn da eventuell später noch ein Möbelstück davor zu stehen kommt. Aber soll ja insgesamt vernünftig sein. Ja, und damit gehen wir mal wieder ein bisschen lasern. Das, was wir im letzten Video alles auf der Backbordseite gemacht haben, muss natürlich hier auch auf der Steuerbordseite mal wieder gemacht werden. Sprich, wir wollen auch hier nach unten hin eben die Lücken schließen, die Linien schließen. Auch da gibt es keinen Grund mehr, das weiterhin offen zu lassen. Genauso gibt es hier unten noch an der Salonrückwand die Linie, die zu verschweißen ist. Die ist bisher auch nur von unten gepunktet, also von hier oben noch gar nicht geschweißt. Auch die lässt sich jetzt eben verschließen. Da geht es auch durchaus darum, dann mittelfristig nach unten kein Wasser mehr durchlaufen zu haben. Aber das ist hier eher zweitrangig, sondern tatsächlich eben abschließen, ja, Arbeiten zu Ende bringen an den Punkten, wo es möglich ist und aktuell Sinn macht. Und dementsprechend, nachdem ich eben diesen ganzen Bereich hier hinten fertig gelasert habe, kann Basti entsprechend wieder schweißen und alle Nähte schließen. Und das lasse ich euch jetzt nochmal in Ruhe ein bisschen anschauen. Bis gleich.
Und damit ist dann eben hier hinten dieser Bereich, wie wir das im letzten Video auf der Steuerbordseite gemacht haben, eben auch fertig rundherum geschweißt. Zumindest die Lage von innen, von außen kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und damit geht es wieder ins Vorschiff. Ihr seht, dass hier die innere Linie bereits geschweißt ist, so wie wir das eben auf der Steuerbordseite gesehen haben. Und Basti jetzt hier die äußere Linie entsprechend auch verschließen kann und dort eben ja, von innen zumindest die Schweißnaht drinne liegt, das Blech geschlossen ist. Außen, auch hier muss natürlich im späteren Verlauf das Ganze noch gemacht werden. Denn hier ist es ja so, dass alles, was unter Wasser liegt, soll und muss auf jeden Fall von beiden Seiten verschweißt werden. Und alles, was über Wasser liegt, würde theoretisch von einer Seite reichen. Hier und da machen wir es aber ja trotzdem von beiden Seiten, zum Teil auch einfach aus optischen Gründen. Aber ja, statisch wäre es über Wasser nicht zwingend erforderlich, es von beiden Seiten zu machen. Im oberen Bereich seht ihr jetzt gerade hier oberhalb von Basti, dass da zum Beispiel auch noch ein Blech angepasst werden muss. Das hatte sich entsprechend ein bisschen verzogen durch die Schweißarbeiten. Das ist ja völlig okay und muss eben korrigiert werden, ist mittlerweile auch gemacht. Das sind eben die Arbeiten, die wir hier Stück für Stück gemacht haben, um dann eben solche Nähte ziehen zu können. Und damit geht es schon wieder mal im Heckbereich weiter, jetzt dann hier von der Außenseite, zumindest an der Badeplattform. Da, wo wir jetzt gerade ohne größere Umbaumaßnahmen direkt drankommen, haben wir die Nähte natürlich auch entsprechend reingelegt. Seitlich hier am Boot zum Nachbargrundstück hin, da müssen wir dann erst noch wieder das Gerüst aufbauen. Das haben wir jetzt in der Situation noch nicht gemacht. Wie eingangs gesagt, ist dieses Video diesmal sehr, sehr schweißlastig. Auch das haben wir euch ja schon viele Videos angedroht, dass wir eben hier einfach viel zu schweißen haben. Und dementsprechend kommt es jetzt hier einfach auch mal geballt. Und ja, wir haben auch da so gut wie es geht eben das Wetter genutzt, um hier voranzukommen. Das Ziel war zu dem Zeitpunkt auch irgendwo vielleicht es zu schaffen, vor dem Winter das Boot so weit dicht zu bekommen, dass wir im Winter hier im Innenausbau vielleicht schon ein paar Sachen machen können. Weil wenn hier überall die Linien gezogen sind, geschweißt sind, dann könnten wir entrosten, könnten Grundierung aufbringen und ähnliche Dinge tun. Dementsprechend haben wir versucht, eben hier so viel wie möglich zuzubekommen und die Linien zu schließen. Aber wir haben in der Zeit nicht nur geschweißt, sondern ab und an auch etwas anderes getan, zum Beispiel wenn das Wetter nicht passend war. Und so kam hier unser Plasmaschneider nochmal zum Einsatz. Wer den noch nicht kennt, ich verlinke euch hier oben das Video nochmal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, was wir da gebaut haben und wie wir eben auch die ganzen Teile hergestellt haben. Hier ging es jetzt darum, dass wir für unsere Presse, die wir haben, eine Matrize brauchten, um Teile herzustellen. Wir brauchen für die Fenster noch in den Rundungen Aussteifungen und dafür haben wir uns jetzt hier aus Einzelblechteilen einfach eine kleine Matrize gebaut für dieses eine Bauteil, was wir da eben brauchen, sodass wir da entsprechend uns die Teile biegen können mit dem richtigen Radius. Die Fenster haben zum Glück eben alle den gleichen Radius, das hat Basti entsprechend so vorgesehen da. Und so können wir uns jetzt hier mit dieser Matrize einfach diese Bögen pressen und die Teile herstellen. Das ist jetzt hier, ich sag mal, nicht gebastelt, aber was soll man hier eine teure Matrize für diese paar Teile holen? Können wir hier uns aus dem Material, was da ist, aus dem Restmaterial herstellen. Für diesen einen Einsatzzweck haut das hin. Das hat natürlich nicht die Lebensdauer und Stabilität wie eine gekaufte Matrize. Aber für diesen einen Einsatzzweck reicht das vollkommen aus. Wie wir die Teile dann damit herstellen, das gibt es aber in einem anderen Video. Das sehen wir heute hier nicht. Und so sieht das Teil dann fertig aus. Da können wir wunderbar dann unser Blech mitbiegen und haben die Teile, die wir brauchen. Und damit geht es wieder zurück in unser Vorschiff und hier jetzt in die nächste Ebene. Wir hatten ja hier die untere Bereich schon im Video jetzt geschweißt. Und jetzt seht ihr eben hier im oberen Bereich, die Linie muss natürlich auch nochmal angepasst werden, hatte ich ja eben thematisiert. Und so drückt Basti eben hier die Sachen nochmal entsprechend dorthin, wo sie hingehören, gleicht die Wellen aus, sodass das Blech entsprechend sauber drinnen liegt, punktet es nochmal vor und dann können wir eben auch in der Ebene
entsprechend durchschweißen, wie wir das unten bereits gemacht haben. Ihr merkt halt, dass wir auch immer wieder hin und her springen an den einzelnen Baupunkten am Boot. Das ist aber eben auch völlig normal, weil wir immer wieder gucken, wo können wir gerade was tun und wo macht es Sinn, entsprechend, je nachdem, wie viel Zeit man auch gerade zur Verfügung hat. Dann war im nächsten Schritt der Gedanke, das Dach ist ja soweit fertig, es ist hier rundherum geschweißt, das seht ihr jetzt hier, die ganzen kleinen Winkelchen sind eingesetzt. Und der Gedanke war jetzt im nächsten Schritt, ja, lass uns doch den Rost komplett runterholen und entsprechend das Dach schon grundieren. Dann ist es vorbereitet, dann ist es safe. Mit dem Laser das über die gesamte Fläche zu machen, wäre aber völliger Irrsinn mit dem Kleinen. Dementsprechend hatten wir jetzt hier erstmal auf der Flex ja, so eine Art Reinigungsscheibe, also keine Schrubbscheibe, keine Fächerscheibe. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie sie richtig heißt. Mit der habe ich jetzt hier erstmal den groben Rost angelöst und im Anschluss dann ja, mit dem Laser angefangen, das Dach komplett zu reinigen. Zu dem Zeitpunkt waren wir da auch noch guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen, dass das vom Wetter her passt, von den Zeiten her passt, von den Temperaturen auch für die Grundierung passt. Dementsprechend haben wir uns eben hier die Zeit genommen, das zu machen. Leider hat sich dann im späteren Verlauf gezeigt, dass die Zeit eben nicht mehr reicht. Wir müssen im Grunde das Dach hier in einem komplett ja, sauber bekommen, den Rost runterkriegen und dann eben entsprechend die Grundierung drauf, müssen dann entsprechend noch lange genug vom Wetter her die Temperaturen haben, dass das eben entsprechend aus- oder durchhärtet, bevor es eben wieder Nässe verträgt oder drauf regnen darf. Das war dann im späteren Verlauf leider nicht mehr gegeben. Das wussten wir hier aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und zum anderen müssen wir mit diversen Kabeln aufs Dach, sowohl für die PV-Anlage als auch eben fürs Radar, für Beleuchtung und so weiter und so fort. Und dementsprechend müssen hier natürlich auch Öffnungen nach oben. Wir haben uns recht lange Zeit genommen, da auch entsprechend die Wege zu suchen, wo wir die Kabel führen wollen und wo wir eben auch das Abwasser wegführen wollen. Und das ist eben jetzt hier genau jeweils links und rechts in diesen Ecken vom Salon im Außenbereich. Hier werden wir später entsprechend einen Kasten drum bauen. Ihr seht da die 2 Löcher, die dort noch reinkommen. Da werden wir entsprechend das Wasser vom Dach abführen, hier nach außen auf dem Umgang weg. Und das größere Loch, das wird bis nach unten in den Maschinenraum durchgehen, wo wir dann eben entsprechend alle Kabel führen können. Ja, die dicke Stahlplatte hier, die war nötig, damit der Magnet der Magnetbohrmaschine ausreichend Haftung hat. Nur das Blech alleine hat hier nicht gereicht, um der Kraft zu widerstehen. Dementsprechend mussten wir da ein bisschen unterstützen. Aber ja, ihr seht hier, wie das eben mit dieser Maschine funktioniert. Die ist mittlerweile aber auch verkauft. Wir haben das ja durch was anderes ersetzt. Dementsprechend, wer Interesse an solchen Maschinen von uns hat, die wir nicht mehr benötigen, schaut immer mal wieder auf unseren eBay Kleinanzeigen-Kanal vorbei. Der ist in der Beschreibung unten verlinkt. Und damit kommen wir nochmal in den Innenbereich, an die Salonrückwand. Und wer jetzt genau hinschaut, der wird feststellen, dass es sich hier gerade nicht um das Schweißgerät handelt. Sprich, wir bauen nicht auf. Wir hatten eben schon das Thema, wir reißen wieder ab. Ja, ihr seht richtig, wir lösen hier mit dem Plasmaschneider tatsächlich ein Stück der senkrechten Strebe wieder heraus. Das ist nötig, weil wir da über eine Sache nicht nachgedacht hatten im Vorfeld, und zwar was den Einbau hier der Fenster- und Türelemente angeht. Und dementsprechend müssen wir hier nochmal eine Korrektur vornehmen und ja, einfach mal wieder was abreißen, was wir schon eingebaut haben. Auch das passiert schon mal, gehört dazu. War uns beim Bau der Rückwand so nicht ganz bewusst und dementsprechend Teil raus, ändern und im nächsten Video vielleicht wieder einbauen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.